Ich grüße euch. Kritisch sein bedeutet, sich auch auf andere Positionen und Lebensweisen einzulassen. Auf TikTok folge ich der Agrarinfluencerin Marie Hoffmann. Dabei habe ich einen Clip gesehen, den ich zusammen mit euch anschauen und kommentieren will. Legen wir los. Heute wurden meine Walliser Schwarznasenschafe geschoren. Mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Mein ist ein Possessivpronomen. Damit zeige ich an, wer oder was zu mir gehört. Wie zum Beispiel, morgen kommt mein guter Freund Eckbert vorbei. Oder ich drücke Besitz aus. Das ist mein Stift, das ist mein Teil, das sind meine Schafe. Das grundsätzliche Problem ist, dass Menschen Tiere besitzen dürfen. Schweine, Rinder, Schafe, Eigentum. Und in der Abwägung steht das menschliche Interesse fast immer über den Interessen von Tieren. Geschützt durch das Tiernutzungsgesetz. Zunächst mal habe ich sie von der Wiese geholt und mit Futter in den Pferdestall gelockt. So, die Tiere kommen also nicht freiwillig. Du musst sie locken. Oder anders, du manipulierst sie. Denn wir brauchten für die Schermaschine natürlich Strom. Die Pferde standen in der Zwischenzeit auf der Wiese und haben sich schon gefragt, ob sie jetzt neue Mitbewohner kriegen. Lustig, man macht Veganer ja oft zum Vorwurf, diese würden Tiere vermenschlichen. Aber damit ist wenigstens die Frage geklärt, ob wir wissen können, was Tiere denken. Danke, Marie. Der Scherer hatte einen ziemlich coolen Schertisch Marke Eigenbau mitgebracht, wo wir die Schafe einfach seitlich drauflegen konnten und den Tisch dann hochgefahren haben. Ja, ganz einfach, voll cool. Die Schafe sind in freudiger Erwartung auf den Tisch gesprungen, nehme ich an. Das ist natürlich super rückenschonend und für die Schafe war es auch total entspannt und stressfrei, wie man sieht. Ich sehe hier ein verängstigtes Schaf, das nicht weiß, wie ihm geschieht. Aber hey, was weiß ich schon? Ich kann auch keine Gedanken von Tieren lesen. Das habe ich nämlich nicht studiert. Einmal auf die andere Seite gedreht und weiter geht's. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Einmal auf die andere Seite gedreht und weiter geht's. Marie, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Du sprichst von rückenschonend, entspannt und stressfrei und hiefst diese arme Kreatur mit Gewalt auf die andere Seite. Du streichelst das Tier, während es voller Angst auf dem Tisch liegt. Wie tief, frage ich, muss man in der Ethologie des Tierkonsums stecken, um so dermaßen zynisch, empathielos und lebensverachtend zu sein? Am Kopf wurde es wegen der Hörner etwas schwieriger, aber auch das hat der Scherer super gemeistert. Dann noch das Schwänzchen und fertig. Walliser Schwarznasenschafe sind übrigens eine Wollschafrasse wie die meisten Schafe. Schaut euch diesen Blick an. Es zerreißt mir das Herz. Denn früher wurden Schafe ja überwiegend wegen der Wolle gehalten. Heute ist die Schafswolle leider kaum mehr etwas wert und wurde in Kleidung und Textilien fast gänzlich durch Baumwolle und synthetische Fasern ersetzt. Ja, das ist schon schlimm, dass man nicht mehr die Haut anderer Tiere verwendet. Früher mag man das ja gemacht haben, aber wir haben uns weiterentwickelt, Marie. Auch ethisch. Niemand braucht in unseren Breitengraden Wolle. Daher werden Haarschafe, die ihr Fell jährlich wechseln, immer beliebter, weil man sie eben nicht scheren muss. Wo wir sie einmal so brav liegen hatten, haben wir dann auch gleich noch die Klauen mitgeschnitten. Moment, darf ich das nochmal hören? Wo wir sie einmal so brav liegen hatten. Brav? Du hast sie dorthin gelockt und mit Gewalt fixiert. Der Zynismus nimmt kein Ende. Das ging mit der Rosenschere super einfach. Und dann haben sie noch Halsbänder umbekommen, um sie dann auch mal führen zu können. Wen willst du eigentlich veräppeln? Das Schaf hatte das Halsband offensichtlich schon vorher dran. Und der Blick, schäm dich, Marie, schäm dich. Dann ging's mit dem Tisch wieder runter. Geschoren haben wir übrigens nur die 3 Auen. Die Lämmer sind dann erst im nächsten Jahr dran. Die übrig gebliebene Wolle werden wir für unsere Eichen nutzen, um sie vor dem Eichenprozessionsspinner, einer giftigen Raupe von einer Falterart, zu schützen. Und dann ging's auch schon zurück auf die Wiese am Fürstrick. Sieht ein bisschen aus wie Crazy Cheap Mom statt Crazy Dog Mom. Jetzt kann die Sommerhitze kommen. Nee, sieht eher aus wie crazy. Mir sind die Tiere egal. Sie erfüllen emotionale Bedürfnisse und wecken Überlegenheitsgefühle. Und oh, sie sind ja so süß und taugen perfekt zur Selbstinszenierung, Mom. Unfassbar, wirklich einfach unfassbar. Wenn ihr nach diesem Clip Lust auf Walliser Schwarznasenschafe habt, dann kauft doch einfach welche. Auf kleinanzeigen.de oder landwirt.com 4 Stück für nur 150 €. Auf walliserschwarznasen.ch erfahren wir: Schwarznasen sind Gebirgstiere, keine Balkonhaustiere. Diese Rasse wurde für karge Bergweiden auf bis zu 3000 Metern Höhe gezüchtet. Hitze vertragen sie schlecht. Flachland mit saftigen, fetten Wiesen führt schnell zu Hufproblemen, Durchfall oder Koliken. Unsere Schafe verbringen den Sommer auf über 2500 Höhenmetern. Wer also denkt, er tut dem Tier einen Gefallen, wenn es im Obstgarten sattes Gras und Fallobst naschen darf, irrt. Und zwar gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber danach sieht es für mich in dem Video von Marie nicht aus. Auf der zitierten Webseite lesen wir außerdem: Schwarznasen sind keine Maschinen. Sie sind Lebewesen mit Charakter, Bedürfnissen, Eigenheiten. Und sie brauchen tägliche Zuwendung, Pflege, Gesundheitskontrolle und vor allem artgerechte Haltung. Das hier sind Bergschafe mit Herz und Stolz.
keine Gartendekoration. Tiere als Individuen mit je eigenen Bedürfnissen zu sehen, ist ein Schritt voran. Aber es ist und bleibt Ausbeutung und Instrumentalisierung, sei es für Nahrung und Kleidung oder aus emotionalen und ästhetischen Gründen. Der Oberwalliser Schwarznasen-Schafzuchtverband macht keinen Hehl aus dem Zweck der Schwarznasen-Rasse. Genügsamkeit und Standorttreue machen diese Rasse einzigartig. Mit der A-Saisonalität, den guten Muttereigenschaften und der Fleischleistung hat sich das Schwarznasenschaf als Teil des Walliser Kulturgutes bis heute gehalten und ist besonders in Züchterkreisen im Oberwallis beliebt. Wer heute von Menschenrassen spricht, ist völlig zu Recht geächtet und vom Diskurs ausgeschlossen. Wenn es um Tiere geht, ist das dagegen gängige Praxis. Die moderne Tierzucht ist die erprobte Anwendung rassischer Ideale. In der Tierzucht kann man Gott spielen und mit Goethe sagen: Hier sitz ich, forme Tiere nach meiner Lust, ein Geschlecht, das mir unterworfen sei, zu mästen, zu jagen, zu vergewaltigen und zu schlachten und Menschen zu dienen, bis in alle Ewigkeit. Mit der Ausbeutung und Züchtung von Tieren sprechen wir nicht nur ein Urteil über die armen und geschundenen Kreaturen in den Mastanlagen, Käfigen und Laboratorien. Nein, wir sprechen auch ein Urteil über uns selbst. Erst wenn der letzte Eber gemästet, die letzte Kuh besamt, das letzte Reh erschossen, der letzte Elefant drangsaliert, das letzte Schwarznasenschaf geschoren ist, werden wir merken, dass wir nicht nur Unheil über Milliarden tierliche Individuen gebracht haben, sondern verloren und verraten haben, wessen wir uns so sehr rühmen: unsere Menschlichkeit. Mein guter Freund, der Agrarsoziologe Dr. Moritz Maurer, hat mir damals zum Interview dieses Buch dargelassen. Schauen wir mal ganz kurz rein. Das Buch heißt Grundstufe Landwirt. Also, was haben wir denn da? Zum Beispiel hier, Kapitel 5, Grundlagen der Tierproduktion, Ordnung des Tierreiches, Anatomie und Physiologie der Nutztiere, Abstammung und Zuchtrassen, artgemäße Ernährung der Nutztiere. Lasst uns doch mal in Abstammung und Zuchtrassen reinschauen. Also 5.1.3. Abstammung und Zuchtrassen, Domestikation. Tiere, die der Mensch sich zu seinem Vergnügen oder wegen ihres Nutzens hält, bezeichnet man als Haustiere. Dazu zählen außer landwirtschaftlichen Nutztieren Hunde, Katzen, Ziervögel, Aquarien oder Terrarientiere. Komisch, keine Anführungszeichen hier drin. Alle Haustiere stammen von Wildformen ab, die der Mensch vor unterschiedlich langer Zeit zu sich geholt und gezähmt hat. Die Entwicklung der Schafzucht, gut zuhören, Marin, ist etwa so alt wie die Menschheit selbst, weil sich das Schaf als ein sehr anpassungsfähiges und vielseitig nutzbares Haustier erwies. Es konnte deshalb den nutzbaren Standortbedingungen am ehesten entsprechen. Stammform der heutigen kurzschwänzigen Landschafrassen ist das Mufflon. Vorfahre aller langschwänzigen Wollschafe, der Merinus und der Fettschwanzschafe ist der Aikal, ein westasiatisches Steppenschaf. Was haben wir hier? Aufgaben. Nummer 1. Wie kann man das Tierreich einteilen? Was versteht man unter Evolution? Und drittens, erläutern Sie die Begriffe Züchtung, Mutation, Selektion, Isolation im Hinblick auf die stammesgeschichtliche Entwicklung einer Rasse. Das ist eine Rassenlehre. Das ist Rassenideologie. Krass. Ich frage mich, ob man irgendwann in 50 Jahren, in 100 Jahren mit der gleichen Abscheu in dieses Buch blickt, wie wir heute auf Menschenrassen und Theorien davon blicken.